Warum es sich lohnt, das Buch der Unruhe von Fernando Pessoa zu lesen, von José F.A. Oliver. Ich, bis zu den Tränen spür ich's im innersten Menschentum. Ein Zufallssonntag, im Kopfgefühl der Seele, fragmentarisch. Pessoa schrieb alle Leben gleichzeitig, als vermeintlich anderer, als Álvaro de Campos, Ricardo Reis, Alberto Caeiro, Bernardo Soares. Ein Labyrinth aus Namen, die wahrscheinlich noch nicht alle publiziert sind. 1. Es ist Sonntag. Irgendein Sonntag. Ein Irgendsonntag im Juni. Ein Juni-Sonntag des Jahres. Ich weiß nicht mehr genau. Und es regnet. Unaufhörlich. Einsam. Traurig, wie nur ein Regen traurig sein kann. Wenn das leichte Lichtvergleiten sich endgültig verabschiedet. Das Gedächtnis Erinnerung ist und die Erinnerung reine Sehnsucht wird, der künftigen Erinnerung. Wenn ich vielleicht zu viel denke oder träume, hatte ich ein paar Tage zuvor gelesen, mache ich keinen Unterschied zwischen der Realität, die existiert, und dem Traum, der Realität, die nicht existiert. Es ist auch mir, als fände sich alles in allem. Ist es das Jahr 1905? Die Rückreise Pessoas aus Durban, die Heimkehr des 17-Jährigen aus Südafrika in die möblierten Zimmer Lissabonner Schreiblandschaften, zurück als Verlassener, als Getriebener der Adressen, auf die Reling eines alten Schiffes, das kaum sichtbar Schiffsbau, Fracht und Deck einer Nebelstadt bedeutete, im Hellen. Stadt, die dem Gast auch heute noch den Eindruck vermittelt, immer auf hoher See zu sein. Oder befinden wir uns schon im Jahr 1935? Pessoas Todesjahr? Wenngleich er schreiben sollte: Neuling, der Tod ist nicht vorhanden. Ist es gar November 1935? Der 22. des Monats? Von dem uns, biografisch nachvollziehbar, sein letztes, datiertes Gedicht erhalten blieb. Eine anglomanische Reminiszenz? The happy sun is shining. The fields are green and gay. But my poor heart is pining for something far away. It's pining just for you. It's pining for thy kiss. It does not matter if you are true to this. What matters is just you. Vielleicht ist es aber doch erst das Jahr 1914 oder 1915, als Álvaro de Campos zum Dichter wird. Es könnte auch 1924 sein, Ricardo Reis tritt auf. Oder später, Alberto Caeiro. Dann wären wir im Jahr 1925. Ich weiß nicht, was Zeit ist. Ich kenne ihr wirkliches Maß nicht, falls sie denn eines hat. Ich weiß, die Uhrzeit ist falsch. Sie misst die Zeit in Räumen, von außen. Die empfundene Zeit ist falsch. Sie misst nicht die Zeit, sondern unser Empfinden von ihr. Und ich weiß, auch die geträumte Zeit ist falsch, denn in unseren Träumen streifen wir die Zeit einmal länger und einmal kürzer. Und was wir in dieser Zeit erleben, geschieht schnell oder langsam, je nach ihrem Verlauf, dessen Beschaffenheit sich mir entzieht. Vielleicht ist nur ein einziges Jahr festzumachen, ein Immerjahr, das beunruhigende Immerjahr des Bernardo Soares.
2. Wer ist Pessoa? An diesem Sonntagmorgen, ein jeder Tag und doch nicht immer? Es ist Sonntagmorgen und ich bin endlich aufgewacht aus dem Buch der Unruhe. Am 1. Dezember 1931. Also doch ein Datum? Heute habe ich etwas Absurdes und dennoch Untrügliches wahrgenommen. Mich durchfuhr wie ein Blitz, dass ich niemand bin. Niemand. Absolut niemand. Ich bin eine Figur aus einem noch zu schreibenden Roman. Ich lese den Himmel ab und denke, fühle. Fühle im Denken. Denke im Fühlen. Pessoa ist ein Viel-Ich, ein Immer selber. Ein Dunkel, das am Dunkel zweifelt. Eine Art Zweifelshelle im Dunkellabyrinth und Illusion der Seele. Schwarz, gebückt, Hemdsärmelaugen, die sich selber sagen. Schattensilhouetten ohne Schatten, Lichtfragmente des Verzichts, ganz Traum von Licht im Lichterschatten. Ein Nachttag und Kaleidoskop der Dämmerung. Nachttrost, Stein und Baum. Ein Nachttrost ausgerissener Kalenderblätter, Geburtstermine, Todestage. Alexander Serge de Campos, Reis, Alberto Caero, Kindheitsröcke und Pessoa, Pessoa, Pessoa Bernardo, Pessoa Soares, alle Personalpronomina im Singular. 3. Ja, Pessoa lesen verstört. Ich schreibe nicht auf Portugiesisch, ich schreibe mich, hat Fernando Antonio Nogueira Bernardo Soares gesagt. Wie leicht diese Sätze ins Deutsche zu übersetzen sind. Wie schön. Und ich kann Ihnen an diesem Sonntagmorgen, der längst vergangen ist, nicht mehr anbieten als dies. aber das Innere des Menschentums, ein Ich, ein Widerspruch und potenziert.